Hallo, in diesem Video geht es um... Ach, lass mir doch den Quatsch, ich bin zu neugierig. Und zwar hat mir Noebe wieder ein Päckchen zugeschickt. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, was es ist. Aber wirklich sehr gut verpackt. In so einer Luftpolster-Spezialfolie mit Luft gefüllt. Was haben wir denn hier? Okay, aber darum geht es eigentlich nicht, glaube ich. Ja, darum geht's. Diese Rolle. Von Noebe Infinite Power. So sieht der Karton aus. Schön in edlem Schwarz gehalten. Jedenfalls, ich mag Schwarz. Aber darauf kommt es natürlich nicht an. Drauf an kommt es auf jeden Fall auf die Geschwindigkeit. Und die ist hier mit 5,9:1 angegeben. Die Übersetzung. Das ist also weit über 1 Meter Schnureinzug. Sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn man im wärmeren Gefilden auf Raubfische im Meer fischt. Gewicht 530 Gramm, das ist sehr leicht, aber ich weiß noch nicht, wie groß die Rolle ist. Ist als 8000 angegeben. Ich nehme an, da geht es um eine Shimano-Baugröße und nicht um eine Diver-Baugröße. Bevor ich diesen Saltiger Lookalike oder diesen Saltiger Klon auspacke, möchte ich einiges klarstellen. Ich habe mir diese Rolle nicht gekauft, weil ich unbedingt eine Saltiger 2020 haben wollte, aber sie mir nicht leisten kann. Noch erwarte ich von einer Rolle, die sage und schreibe nur 150 € im Schnitt kostet, dass sie die gleiche Materialqualität hat wie eine Original-Diver Saltiger. Aber die Diver-Rollen, damit meine ich jetzt nicht alle, sondern insbesondere die Flaggschiff-Rollen, die sind meiner Meinung nach den Preisen nicht wert. Sie werden aus Teilen gefertigt, die nur für diese Rollen hergestellt werden. Und dafür dann Ersatzteile zu bekommen, ist teilweise nicht möglich, ohne sie tatsächlich nach Japan einzuschicken. Und dadurch, dass die Diver Saltiger-Rollen eben spezielle Schrauben, spezielle Lager verbaut haben und ein spezielles Öl nutzen, sind sie ebenso teuer. Denn natürlich die Stückzahlen sind relativ gering im Verhältnis zum Beispiel zu einer Diver BG, die ich nach wie vor uneingeschränkt empfehle. Und wenn eben die Stückzahlen sehr klein sind und dazu noch Spezialteile verbaut werden, dann muss die Rolle zwangsläufig sehr teuer sein. Und meiner Meinung nach nicht mehr den Preis wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten, wie gesagt, ich habe mir die Rolle nicht gekauft, weil ich eine Diver Saltiger haben wollte. Auch nicht wegen der Optik. Es gibt auf den Kanaren tatsächlich viele, die sich Stella-Plagiate kaufen. Da gibt es auf AliExpress verschiedene Stella-Lookalikes. Die kosten dann aber zwischen 50 und 80 €. Und das muss ich auch sagen, Rollen zwischen 50 und 80 €, egal von welcher Firma oder billig in China hergestellt, die taugen nicht für das schwere Meeresspinnfischen. Bisher habe ich noch keine Rollen von AliExpress für das schwere Meeresspinnfischen getestet, da ich keine Rolle fand, die meine Mindestanforderungen bezüglich der Einholgeschwindigkeit erfüllte. Die meisten Meeresspinnrollen dort bei einer Baugröße über 6000 haben eine Übersetzung von weniger als 5,2:1. Das ist weniger als 1 Meter pro Kurbelumdrehung und das ist für das schwere Meeresspinnfischen, zumindest in temperierten Gewässern, zu wenig. Diese Rolle hat einen angegebenen Schnureinzug von 1,5 Meter. Jetzt aber mal ausgepackt. Die gesamte Rolle soll aus Metall sein, also auch der Rollenfuß und alles. Das ist ja extrem wichtig beim Meeresspinnfischen. Sieht schon mal schick aus, ist zwar jetzt grundsätzlich nicht meine Farbe, aber wie gesagt, in dieser Klasse gab es bisher so gut wie nichts auf AliExpress. Daher wollte ich unbedingt mal testen. Und hier ist natürlich am Griff zu sehen, das ist ein Saltiger Lookalike im Ganzen. Das Spinning Reel Manual. Hier sieht man, wie das zusammengebaut wird. Und auch wie der Griff zu montieren ist. Hier gibt es noch so Ersatzteile. Und damit kann man die Rolle auf Linkshand umbauen. Und diese Scheibchen hier, diese schwarzen, das sind vermutlich Unterlegscheiben, um eben die Schnurverlegung steuern zu können. Wenn man jetzt dünne Schnüre oder dicke Schnüre verwendet, vielleicht sollte ich darüber noch ein extra Video machen. So sieht die montierte Saltiger Clone Rolle aus. Wirklich sehr nah dran. Woran man es natürlich sofort erkennen kann als Kenner, ist, dass Saltiger-Rollen niemals eine anklappbare Kurbel haben. Ich finde nicht, dass man bei so einer Rolle eine anklappbare Kurbel haben muss. Aber okay, natürlich ist es so transportabler und man richtet vielleicht weniger Schaden an. Vielleicht auch beim Sturz oder sowas.
Und natürlich eine hochwertige Meeresspinnrolle zeichnet aus, dass es keine ausschaltbare Rücklaufsperre gibt. Wie auch bei dieser Rolle. Vorschriftsmäßig die Bremse aufgedreht zum Transport. Ich bin gespannt, wann sie das erste Mal wirklich hier sirrt im Drill. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber bevor ich die jetzt einsetze, werden wir mal einen Blick hier hineinwerfen, wie es da drin aussieht. Die Lager, das Fett, das habe ich auch schon oft in meinen Videos erwähnt. Rollen heutzutage, die neu ausgeliefert werden, die sind selten ausreichend gefettet. Und das schauen wir jetzt mal nach. Bei der Rolle hat man hauptsächlich Kreuzschlitzschrauben in verschiedenen Größen verbaut, die sich zum Teil auch mit einem einfachen Schlitzschraubendreher bewegen lassen. Sehr wartungsfreundlich. Die beiden Abdeckkappen des Kurbelgehäuses sind mit jeweils 3 Innensechskantschrauben bzw. Imbusschrauben Größe 5 gesichert. Die Original-Zahlteiger kann man zum Teil mit Imbusschlüsseln öffnen. Das Kurbelgehäuse lässt sich nur mit einem Diver-eigenen Spezialwerkzeug noch öffnen. Es ist offensichtlich, dass Diver dem Kunden die Selbstwartung und Reparatur versagen will. Die Konstruktion bzw. Bauweise dieser Stationärrolle ist sehr klassisch und solide. Keine großen Überraschungen beim Zerlegen. Die Abdeckkappen, die an die Verschraubung des Monocoque-Gehäuses der Diver Saltiger erinnern, halten bei dieser Noebi-Rolle die Kugellager des Kurbelgehäuses. Apropos Kugellager, die Rolle hat 9 Stück davon, alle gekapselt und salzwasserresistent, also aus Edelstahl. +1 bedeutet immer das Nadellager, das um den Rotor läuft. Auf der Webseite wird die Rolle als waterproof, also wasserdicht angegeben. Das ist sie von der Konstruktion her nicht. Wasserdicht ist allerdings auch nicht meine Diver Saltiger BJ, wie ich schon leidlich feststellen musste. Die Noebi-Rolle ist allerdings sehr dicht und passgenau gearbeitet, sodass die Rolle zumindest Brandungswellen oder mal einem ganz kurzen Tunken ins Wasser standhalten wird. Höhere Dichtigkeit lässt sich an neuralgischen Stellen durch Nachfetten erreichen. Bei Rollen kann man eigentlich nie zu viel Fett oder Öl an die entsprechenden Stellen geben. Der Rotor wird mit einer 15er Mutter auf der Rolle verschraubt, also auch hier nur Standardwerkzeug. Da ich die Rolle nicht komplett zerlegen wollte, spritze ich hier einfach Fett durch den Spalt des Gehäuses. Das Fett schmiert die Zahn- und Kegelräder im Gehäuseinneren und dichtet gleichzeitig die Gehäusekanten. Auch die Kugellager nochmal ordentlich fetten bzw. dichten. Die Bohrlöcher für die Schrauben der seitlichen Abdeckkappen sind übrigens komplett durchgehend in die Rolle. Das heißt, sie eignen sich gleichzeitig ideal als Schmierstellen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, jedenfalls sucht man bei Diver Saltiger Rollen vergeblich nach solchen Stellen. Schauen wir uns noch das Schnurlaufröllchen an, das auch regelmäßig gefettet werden sollte, und den Schnurfangbügel. Der ist stark an die Diver Saltiger angelehnt, wie man sieht, erkennbar an diesem typischen Wulst, den hochwertige Diver-Rollen haben. Er soll die Schnur schnellstmöglich auf das Schnurlaufröllchen bringen. Das Schnurlaufröllchen der Original Saltiger läuft tatsächlich auf 2 Maxsealed-Kugellagern. Das kann aber zu einem großen Problem werden, wenn man nicht unter sterilen Bedingungen angelt, was eigentlich nie der Fall ist. Wie soll man sowas reinigen, wenn man es von der Garantie her nicht einmal darf? Bei der Noebi-Rolle stelle ich überraschend fest, dass gar kein Kugellager verbaut ist. Stattdessen eine Teflonbuchse. Naja, die Diver Saltist hat das auch. Der Vorteil einer Teflonbuchse ist, dass man sie leichter reinigen und fetten kann und dass sie nicht festrostet mit anderen Metallteilen. Der Nachteil könnte sein, dass ein Teflonlager nicht solchen Kräften standhält als ein stählernes Kugellager. Die Praxis muss zeigen, was diese Konstruktion taugt. Im Zweifelsfall kann ich dieses Schnurlaufröllchen durch eines mit Lagern ersetzen. Auch die Dreh- und Angelpunkte des Schnurfangbügels auf beiden Seiten des Rotors sollten regelmäßig gefettet werden. Die Feder des Schnurfangbügels sollte man zumindest einmal im Jahr fetten. Anders als die Original-Saltiger-Rolle hat diese Rolle einen automatischen Bügelumschlag. Ich rate jedoch dringend von der Nutzung ab. Spinnrollen sollten immer des Verschleißes wegen von Hand geschlossen werden. Der Dreh- und Lagerpunkt der Kurbel sollte natürlich auch regelmäßig gefettet werden. Wie ist jetzt mein erster Eindruck von der Diver, hätte ich fast gesagt, von der Noebi Infinite Power? Auf jeden Fall eine sehr hochwertige Rolle. Das Gehäuse, das gesamte Material sollte aus Metall sein. Es fühlt sich von der Steifigkeit auch absolut so an, als wenn es Metall ist. Nicht von der Temperatur und nicht vom Gewicht. Denn diese Rolle wiegt in der gleichen Baugröße wie die Diver Saltiger, eine 8000er, 100 Gramm weniger. Ich weiß nicht, wo man darauf verzichtet hat. Vielleicht ist es ein bisschen dünner, die Gehäusewand, oder man hat vielleicht auf 1, 2 Lager verzichtet. Ansonsten kann ich noch sagen, sie ist sehr hochwertig verarbeitet. Man sieht es ja auch. An ein paar Bauteilen sieht man, dass es eben keine Diver Saltiger ist. Zum Beispiel der Knopf hier vorne. Ich glaube, das ist Metall bei der Diver Saltiger. Hier fühlt sich das eher nach Kunststoff an. Aber mein Gott, das ist der Bremsknopf, den man dreht. Die Zahnräder und Kegelräder hier drin, die sollen aus Marine Grade,
also aus hochwertigen Bronze- bzw. Messinglegierungen gefertigt worden sein und zwar gefräst worden sein. Bei billigen Rollen sind diese Zahnräder einfach nur Zinkguss und siehe, das soll eben sehr hochwertiges Material sein. So fühlt sich die Rolle auch an, also vom Lauf her. Wie viel Daiwa Saltiger hier drin steckt, das werden wir natürlich in der Praxis sehen. Diese Rolle hier kostet 150 € und mein erster Eindruck ist zumindest, dass sie durchaus in Konkurrenz treten kann mit Rollen, die mindestens 100 € teurer sind als diese. Die Schnurverlegung sieht schon mal astrein aus. Ich hatte hier eine Unterlegscheibe eingesetzt, wie ich es standardmäßig bei meinen Daiwa-Rollen tue. Aber man sieht, ich kann hier durchaus die Scheibe wieder wegnehmen. Ja, die Bremse, die wird mit 20 Kilo maximaler Bremskraft angegeben. Das ist aber ein rein fiktiver Fantasiewert. Niemand kann in der Realität mit 20 Kilo irgendwas anfangen. Wer mein Video über den PE10 Schnurtest gesehen hat, der weiß, dass selbst 10 Kilo übermenschliche Kräfte sind. Denn über den Hebel einer Rute von 3 Meter Länge multipliziert sich das Ganze. Für einen normalen Sportangler, der am Atlantik fischt, der schon was Größeres gewohnt ist, da sind 6 Kilo Bremskraft schon eine ganz schöne Ansage. Und darüber hinaus macht es eigentlich wenig Sinn. Und das ist auch der Wert, den diese Rolle nach meinen Versuchen, ich habe keinen ultimativen Stresstest gemacht, aber nach meinen Versuchen erreicht er 6 Kilo Optimalwert. Das heißt, die Rolle ist dann noch dosierbar. Darüber hinaus ist es dann wirklich ein Klick und dann hast du direkt 1,5 Kilo mehr. Also dann ist sie nicht mehr fein justierbar. Mit anderen Worten, sie ist natürlich nicht vergleichbar in der Bremse mit einer Daiwa Saltiger. Muss sie aber auch nicht. Das ist eine absolut taugliche Bremse. Wenn man die auf einen moderaten Wert stellt, jetzt schätze ich mal von 4 Kilo, zieht sie absolut gleichmäßig ab. Kein Rucken, kein gar nichts. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Einige von euch fragen sich womöglich, wie komme ich denn mit diesem eigenartigen Kurbelknauf klar? Der ist ja nicht einzigartig, weil das ist nämlich der Knauf, der auch in der Daiwa Saltiger ist. Und auch hier ist es kein Plastikgriff, sondern tatsächlich ein Griff aus hochwertigem Aluminium mit Kugellager. Ja, wie komme ich damit klar? Zu meinem eigenen Erstaunen ziemlich gut, sehr gut, besser sogar als mit einem runden Kurbelknauf, den ich ja bevorzuge. Einen runden Kurbelknauf, den kann man richtig schön mit der Faust packen und richtig Druck ausüben. Und einen Knebelknauf, ja gut, der ist halt mehr, um ihn mit Daumen und Zeigefinger zu halten. Hier hat man beide Optionen. Es ist halt so eine Art Mischung. Gar nicht schlecht. Nun aber noch die Auflösung des Rätsels. Warum wiegt die Noebi-Rolle in der Baugröße 8000 wesentlich weniger als eine baugleiche Daiwa Saltiger oder Saltist? Hier zum Vergleich eine Daiwa Saltist 5000, die der heutigen Baugröße von Daiwa, zum Beispiel MQ, der 10.000 entsprechen würde. Auch eine Daiwa Saltiger 10.000. Man sieht im Spulendurchmesser einen kleinen Unterschied, aber dieser Unterschied sollte nicht über 120 Gramm betragen. Man muss auch bedenken, dass die Daiwa Saltiger 8000 etwas kleiner wäre, auch als diese Saltist, und aber genauso viel wiegt, nämlich 655 Gramm offiziell. Zuerst beim Wiegen die Noebi-Rolle. 529 Gramm, das ist sogar 1 Gramm weniger als angegeben, trotz Schnurfüllung. Und die Daiwa Saltist 5000, die wiegt doch einiges mehr als angegeben, über 30 Gramm. Insgesamt über 150 Gramm mehr als die Noebi. Wo kommt das Mehrgewicht nun also her? Kugellager können es nicht sein, denn die Noebi hat mehr Kugellager als die Saltist. Die Lösung ist einfach. Die Noebi-Rolle hat einen wesentlich kleineren Rollenkörper. Das bedeutet aber auch, dass Zahnräder und Kugellager kleiner sind, also es ist kein Kräftemessen auf Augenhöhe mit einer Daiwa Saltiger 8000, sondern eher mit einer Daiwa Saltiger 4000. Das müssen wir natürlich bei der Bewertung und dem Vergleich berücksichtigen. Vergleichen wir zum Beispiel mal den Kurbelarm der Daiwa 5000 mit der Noebi der Größe 8000. Und hier haben die Ingenieure von Noebi dem Rechnung getragen, dass die Zahnräder kleiner sind. Das heißt, man hat auch eine kürzere Kurbel verbaut, die nicht so eine große Hebelwirkung hat wie die einer Daiwa Saltiger 8000. Wie lautet also mein abschließendes Fazit zu dieser Spinnrolle? Noebi Infinite Power. Als ich sie mir bestellt habe, dachte ich so als Pessimist, wahrscheinlich 50 € Materialwert und 100 € dafür, dass sie so aussieht wie. Als ich sie dann erhalten habe und auspackte, dachte ich, naja, scheint zumindest eine brauchbare Rolle zu sein. Und so ein bisschen habe ich insgeheim gehofft, weil sie sich doch sehr wertig anfühlt, auch vom Kurbeln her. Vielleicht geht es ja so ein bisschen Richtung
um mal eine andere Marke zu nennen, Shimano Saragossa, auch eine sehr gute Meeresspinnrolle. Jetzt abschließend muss ich allerdings sagen, diese Rolle hat meine Erwartungen doch weit übertroffen. Womit man umgehen muss, ist halt die Rollengröße. Das heißt, wir haben hier eine relativ große Spule, eine 8000er, und daran montiert einen ungefähr 4000er, 5000er Body. Im Kräftemessen ist sie wahrscheinlich am ehesten vergleichbar mit einer Shimano Saragossa 6000 und da braucht sie sich nicht hinter zu verstecken. Ich würde eher diese Rolle bevorzugen. Warum? 100 € mindestens weniger. Wie man damit umgehen soll, dass sie so aussieht nämlich wie eine Saltiger 2020 als Clone, als Lookalike, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Und im Zweifelsfall hat man damit auf jeden Fall, besonders im Ausland, am Meer ein Gesprächsthema. Denn jeder kommt sofort an und denkt, der hat eine Diver, ja, aber eben nicht. Und diese Rolle ist eben auch sehr empfehlenswert. Ich freue mich jedenfalls auf die weiteren Einsätze mit dieser Rolle. Bei mir wird sie auf jeden Fall die Alltagsrolle Diver Saltiger 4000 ersetzen. Wie gesagt, die hat ungefähr einen 4000er Körper, aber eine 8000er Spule. Das bedeutet weitere Würfe. Und das ist auf jeden Fall ein Argument. Bis zum nächsten Video.